Bist du dir wirklich sicher, dass es deiner Katze bei dieser Hitze gut geht? Oder leidet sie still, mitten in deinem Zuhause, ohne dass du es bemerkst? Im Sommer machen viele Halter ein paar kleine Fehler. Sie wirken völlig harmlos. Doch sie können die Gesundheit deiner Katze direkt belasten. Manche führen zur Austrocknung. Andere im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Hitzschlag. Und das Tückische ist, deine Katze zeigt dir ihr Leiden kaum. In diesem Video bekommst du den kompletten Überblick. Die 5 größten Sommerfehler und vor allem, wie du jeden einzelnen ganz einfach vermeidest. Katzen sind echte Meister darin, Schwäche zu verbergen. Dieser Instinkt stammt aus der Wildnis, wo sichtbare Schwäche gefährlich war. Genau deshalb übersehen wir ihr Unwohlsein so leicht. Hitze trifft sie außerdem härter als uns. Ihr Körper kann Wärme nur schwer abgeben, und schwitzen können sie praktisch nicht. Bei großer Hitze sind sie auf deine Hilfe angewiesen. Tierärzte sehen im Hochsommer regelmäßig vermeidbare Notfälle. Das Gute ist, fast alle entstehen aus denselben paar Fehlern. Kennst du sie, bist du deiner Katze einen großen Schritt voraus. Sieh dieses Video deshalb als deinen kompletten Sommerleitfaden. Wir gehen die 5 Fehler der Reihe nach durch. Und zu jedem bekommst du eine einfache, sofort umsetzbare Lösung. Eine kurze Sache, bevor wir tiefer gehen. Danke, dass du dir das hier wirklich ansiehst, statt einfach weiter zu scrollen. Bleib dran, denn der gefährlichste Fehler kommt zum Schluss. Fehler Nummer 1, nicht für genug frisches Wasser sorgen. Viele glauben, ihre Katze trinke schon, sobald sie Durst hat. Doch Katzen haben von Natur aus ein schwach ausgeprägtes Durstgefühl. Das hat einen biologischen Grund. Die wilde Vorfahrin unserer Katze stammt aus der Wüste und deckte ihren Flüssigkeitsbedarf fast komplett über Beute. Bewusst zu trinken liegt einfach nicht in ihren Genen. Das bedeutet, selbst bei großer Hitze trinkt deine Katze oft deutlich zu wenig. Das Risiko für Austrocknung steigt, und ein Organ leidet dabei besonders still mit, die Nieren. Fehlt Flüssigkeit, wird der Urin konzentrierter. Das belastet die Nieren und erhöht das Risiko für Harnwegsprobleme. In schweren Fällen kann daraus eine ernste, sogar lebensbedrohliche Situation werden. Du kannst eine beginnende Austrocknung sogar erkennen. Zieh sanft die Nackenhaut hoch, bleibt sie stehen, statt sofort zurückzugleiten, ist das ein Warnzeichen. Auch trockenes Zahnfleisch und Trägheit gehören dazu. Auch das Alter spielt eine Rolle. Kätzchen, alte und kranke Katzen trocknen schneller aus als gesunde, ausgewachsene Tiere. Bei ihnen lohnt im Sommer ein besonders wachsames Auge. Im Sommer kommt etwas Entscheidendes dazu. Steht das Wasser länger, wird es schnell warm und schal. Viele Katzen verweigern lauwarmes Wasser dann komplett. Eine einzige Schüssel reicht deshalb nicht. Verteile mehrere Näpfe in der Wohnung, an ruhigen, schattigen Stellen. Wechsle das Wasser mehrmals täglich, damit es kühl und frisch bleibt. Ein Trinkbrunnen hilft zusätzlich. Fließendes, kühles Wasser trinken viele Katzen lieber als stehendes. So bringst du sie ganz nebenbei dazu, mehr zu trinken. Ein paar Eiswürfel im Wasser halten es kühl und machen den Napf für manche Katzen sogar spannend. Und denk daran: Milch ist kein Durstlöscher, sie belastet viele Katzen nur unnötig. Auch der Standort zählt. Stell den Napf weit weg vom Futter und von der Katzentoilette. Katzen mögen es nicht, direkt neben dem Fressplatz zu trinken, ein uralter Instinkt zum Schutz vor verunreinigtem Wasser. Wie eng Wasser, Austrocknung und Nieren wirklich zusammenhängen, habe ich in einem eigenen, ausführlichen Video erklärt. Du findest es unten in der Beschreibung verlinkt. Fehler Nummer 2. Die Katze in einem geschlossenen, heißen Raum lassen. Das klingt harmlos. Doch in schlecht belüfteten Zimmern staut sich die Hitze rasend schnell. Da Katzen ihre Körpertemperatur kaum selbst regulieren können, entsteht echter Hitzestress, sogar mitten in der Wohnung.
Hohe Luftfeuchtigkeit macht es zusätzlich schlimmer, weil dann selbst das bisschen Wärmeabgabe nicht mehr funktioniert. Besonders kritisch wird es, wenn du morgens das Haus verlässt. Was um 8 Uhr noch angenehm kühl war, kann sich bis Mittag in einen Brutkasten verwandeln. Deine Katze sitzt dann stundenlang darin fest. Ein einfacher Schutz: lass tagsüber die Rollläden oder Vorhänge auf der Sonnenseite geschlossen. So bleibt der Raum spürbar kühler, ganz ohne Strom. Lüfte dafür früh morgens und spät abends. Und auch hier zeigt sie es dir kaum. Sie bewegt sich weniger und wirkt ruhiger. Das halten viele für normales Sommerverhalten. In Wahrheit kämpft ihr Körper da vielleicht längst mit der Überhitzung. Was wie Entspannung aussieht, kann der Versuch sein, bloß keine zusätzliche Wärme zu erzeugen. Noch gefährlicher ist das Auto oder eine Transportbox in der Sonne. Dort kann die Temperatur in wenigen Minuten lebensbedrohlich steigen. Lass deine Katze dort niemals zurück, auch nicht für einen kurzen Moment. Sorge stattdessen für Durchzug und Schatten. Öffne nach Möglichkeit gegenüberliegende Fenster, sodass Luft zirkulieren kann. Ein Ventilator hilft indirekt, indem er die Luft bewegt, richte ihn aber nie direkt und dauerhaft auf die Katze. Und lass ihr immer eine kühlere Rückzugsmöglichkeit. Ein schattiges Zimmer, ein Platz auf kühlen Fliesen, vielleicht das Badezimmer. Hauptsache, sie kann der Hitze aktiv ausweichen. Fehler Nummer 3: die Katze ungeschützt in die pralle Sonne lassen. Viele denken, Sonne sei immer gut. Oder die Katze merke schon selbst, wann es zu viel wird. Doch die Hitze kann sehr schnell kippen. Bleibt eine Katze lange in der Sonne, speichert ihr Körper immer mehr Wärme. Effektiv abkühlen kann sie sich kaum. Besonders tückisch ist der Platz am Fenster. Glas wirkt wie ein Brennglas und heizt den Lieblingsplatz stark auf, während kaum frische Luft nachkommt. Aus einem schönen Sonnenplatz wird so eine Falle. Dazu kommt die Gefahr für die Haut. Ohren, Nase und Stellen mit wenig Fell sind besonders empfindlich. Katzen mit hellem oder dünnem Fell können dort regelrecht einen Sonnenbrand bekommen. Auch die Fellfarbe spielt eine Rolle. Dunkles Fell heizt sich in der Sonne stärker auf als helles. Eine schwarze Katze auf dem sonnigen Fensterbrett überhitzt deshalb oft schneller, als man denkt. Über die Zeit kann das zu ernsten Hautschäden führen. Gerade die empfindlichen Ohrspitzen sind dafür bekannt. Es geht also nicht darum, die Sonne komplett zu verbieten. Es geht darum, den Kontakt sicher zu steuern. Biete schattige Plätze an. Begrenze die Sonnenzeit in den heißesten Stunden zwischen Mittag und spätem Nachmittag. Hast du einen Balkon oder Freigang, ist das doppelt wichtig. Sorge dort immer für eine schattige Ecke und frisches Wasser. Und sorge dafür, dass es drinnen jederzeit eine kühle Alternative gibt. Kurzer Hinweis: zu mehreren dieser Punkte habe ich eigene, ausführliche Videos gemacht. Zu Wasser und Nieren, zur richtigen Fütterung und zu den stillen Stresssignalen. Du findest sie am Ende und in der Beschreibung, falls dich ein Punkt besonders packt. Fehler Nummer 4: der Katze nicht aktiv beim Abkühlen helfen. Viele verlassen sich darauf, dass die Katze das schon allein schafft. Bei starker Hitze reicht das oft nicht aus. Zwar sucht sie von selbst kühlere Orte. Doch wenn die ganze Wohnung aufgeheizt ist, findet sie keine. Ihr Körper muss dann ständig arbeiten, nur um die Temperatur zu halten. Das kostet Kraft und erschöpft sie mit der Zeit. Genau hier kannst du den Unterschied machen. Schon kleine Dinge entlasten sie spürbar. Sorge für gute Luftzirkulation und kühle Oberflächen. Fliesen im Bad oder Flur sind im Sommer beliebte Liegeplätze. Eine spezielle Kühlmatte kann zusätzlich helfen. Ein einfacher Trick: wickle eine gefrorene Wasserflasche in ein Handtuch und leg sie an ihren Lieblingsplatz. So hat deine Katze eine kühle Stelle, an die sie sich freiwillig schmiegen kann. Auch kleine Leckereien helfen. Du kannst etwas Nassfutter oder eine katzengeeignete Brühe in einer Eiswürfelform einfrieren.
Das bringt eine erfrischende Abwechslung und zusätzlich Flüssigkeit in deine Katze. Du kannst auch ein leicht feuchtes Tuch sanft über ihr Fell streichen, wenn sie das mag. Wichtig: niemals eiskaltes Wasser und niemals Zwang. Kühlung soll angenehm sein, nicht erschreckend. Regelmäßiges Bürsten hilft ebenfalls. Loses Unterfell staut Wärme wie eine dicke Decke. Wenn du es ausbürstest, kann die Luft besser an die Haut und die Katze kühlt leichter ab. Ein verbreiteter Irrtum noch dazu: Schere deine Katze im Sommer nicht kahl. Ihr Fell isoliert auch gegen Hitze und schützt die Haut vor der Sonne. Ohne diesen Schutz wird es oft schlimmer. Auch über das Futter kannst du etwas tun. Nassfutter liefert viel Feuchtigkeit und unterstützt die Flüssigkeitszufuhr ganz nebenbei. Warum die Art der Fütterung so viel ausmacht, zeige ich dir in einem eigenen Video, unten verlinkt. Verlege aktive Spielzeiten in die kühleren Morgen- und Abendstunden. Und vermeide alles, was deine Katze in der Mittagshitze zu wildem Toben anregt. Beobachte außerdem, wo deine Katze an heißen Tagen am liebsten liegt. Diese Plätze verraten dir, wo es in der Wohnung wirklich kühl ist. Genau dort kannst du ihr Wasser und einen weichen Liegeplatz anbieten. Fehler Nummer 5 ist der gefährlichste von allen. Viele glauben, Katzen seien von Natur aus hitzeresistent und kämen mit jeder Temperatur klar. Diese Annahme ist schlicht falsch. Katzen spüren die Hitze sehr wohl. Oft leiden sie sogar mehr, als wir vermuten. Ihr Körper gibt Wärme nur langsam ab, also steigt die Temperatur unbemerkt an. Zur Orientierung: Die normale Körpertemperatur einer Katze liegt etwa zwischen 38 und 39 Grad. Schon ein Anstieg darüber setzt den Körper unter Stress. Steigt sie weiter, wird es schnell gefährlich. Besonders gefährdet sind bestimmte Gruppen. Sehr junge und sehr alte Katzen, übergewichtige Tiere und Rassen mit platter Nase kommen mit Hitze deutlich schlechter zurecht. Das größte Problem ist, wie sich das Unwohlsein zeigt. Statt deutlicher Zeichen reagiert deine Katze leise. Sie bewegt sich weniger, ist stiller, sucht kühle Ecken oder liegt einfach lange flach ausgestreckt. Für viele sieht genau das völlig normal aus. Dabei kann es ein leiser Hilferuf sein. Welche stillen Signale du noch ernst nehmen solltest, habe ich in einem eigenen Video gesammelt, ebenfalls unten verlinkt. Es gibt aber auch deutliche Warnzeichen, die du sofort ernst nehmen musst. Anders als Hunde hecheln Katzen fast nie. Tut sie es doch, ist das ein Alarmsignal. Achte außerdem auf Sabbern, leuchtend rotes Zahnfleisch, Taumeln oder völlige Teilnahmslosigkeit. Das können Anzeichen für einen echten Hitzschlag sein. Dann zählt jede Minute. Bring sie sofort an einen kühlen, schattigen Ort. Biete Wasser an, befeuchte vorsichtig Pfoten und Bauch mit lauwarmem, nicht eiskaltem Wasser. Und ruf umgehend den Tierarzt an. Wer einfach annimmt, der Katze gehe es schon gut, handelt oft zu spät. Genau deshalb ist deine Aufmerksamkeit das wichtigste Werkzeug im ganzen Sommer. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern. Für uns ist der Sommer einfach eine warme, schöne Jahreszeit. Für deine Katze kann er eine Zeit voller stiller, ständiger Risiken sein. Denn die eigentliche Frage ist gar nicht, ob es draußen heiß ist. Die eigentliche Frage ist, ob deine Katze dir überhaupt sagen kann, dass sie leidet. Und die Antwort lautet, kaum. Sie verlässt sich ganz darauf, dass du die leisen Zeichen liest, bevor sie zu lauten werden. Wir können ihr diese Stimme aber geben, indem wir genauer hinsehen. Jede kühle Ecke, jeder frische Napf, jeder aufmerksame Blick auf ihr Verhalten ist ein Stück dieser Fürsorge. Gute Sommerpflege braucht keine großen Veränderungen. Sie braucht Aufmerksamkeit. Für ihr Verhalten, für ihre Umgebung, für die kleinen Details im Alltag. Genau darin liegt der Unterschied. Zwischen einer Katze, die die Hitze nur irgendwie erträgt, und einer, die wirklich geschützt durch den Sommer kommt.
Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese: Beobachte deine Katze an heißen Tagen ein bisschen genauer. Sie wird es dir nicht laut sagen. Im Zweifel gilt immer: lieber einmal zu vorsichtig als einmal zu spät. Ein kurzer Anruf beim Tierarzt kostet nichts und kann im Ernstfall ihr Leben retten. Denk auch daran: was sich für dich angenehm warm anfühlt, kann für deine Katze schon zu viel sein. Ihr Wohlbefinden hängt im Sommer fast ganz von deiner Aufmerksamkeit ab. Jetzt bin ich neugierig. Welchen dieser 5 Fehler hast du vielleicht selbst schon gemacht? Oder wusstest du gar nicht, dass er gefährlich sein kann? Schreib es mir in die Kommentare, so helfen wir gemeinsam anderen Katzenhaltern. Und hier ist der eine Moment, in dem ich dich wirklich um etwas bitte. Wenn dir das geholfen hat, deine Katze sicher durch den Sommer zu bringen, lass ein Like da, das hilft dem Kanal ehrlich weiter. Und abonniere, wenn du jede Woche mehr über deine Katze erfahren willst. Wenn du jetzt direkt weitermachen willst, habe ich hier 2 Videos für dich. Links erfährst du, was deine Katze dir mit ihrem Miauen wirklich sagen will. Ihre Stimme verrät mehr, als du denkst. Und rechts wartet das Video, das alles verändert: warum deine Katze dich anders sieht, als du glaubst. Es ist der Schlüssel, um sie wirklich zu verstehen. Klick auf eines der beiden. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.